Das ist die Rosemarie und wir sind auf der Messe in Essen. Ja, ich grüße dich herzlich, Rosemarie. Ah, das ist schön. Ich grüße dich auch. Wie Sven heiße ich. Ich grüße dich auch ganz herzlich. Du stehst jetzt hier in einem Tiny House. Ich zeig dich mal gerade komplett. Warte mal, gerade wenn du mal kurz rausgehst, dass man das mal sieht. Das Haus ist gar nicht so groß. Von außen sieht es relativ klein aus. Aber wenn du hier drin bist... Ich finde es ganz wunderbar. Wenn man sich verkleinern will und nicht mehr so groß leben will, dann ist das schon schön. Vor allen Dingen, das Bett hat eine passende Höhe, denn ich bin ja nicht mehr jung und kann nicht mehr da unten auf dem Boden krabbeln, sondern das Bett muss einfach schön hoch sein. Man hat eine schöne Küche und das Bad ist auch schön. Darf ich kurz was aufklären? Ja. Ich habe dich einfach von der Seite angequatscht, ob wir das Interview machen können. Du gehörst hier nicht zu dieser Firma, bist weder verwandt noch verschwägert, bist einfach nur hier reingegangen, Messe Essen. Rein, weil ich Genau. Tiny Häuser einfach schön finde. Gucke ich mir gerne an und wir haben ein Riesenhaus für 2 Leute. Ist doch viel zu putzen, ne? Das macht meine Enkelin zurzeit für mich. Du hast schon Enkel? 7. 7 Stück, ich habe 3. Ich habe 3 Enkel. 3 schon? Ja, 3 Enkel. Willst du doch nicht mein Sohn sein. Ach so. Aber hier das Bett, das ist doch schon einladend, wie die das hier mit der Deko und allem. Deko ist schön und auch, ich finde das Fenster wunderschön. Ein großes Fenster. Also das ist schon fein. Hier könnte man vielleicht noch eine kleine Couch, wäre vielleicht noch schön. So ein bisschen, dass man zu zweiter vielleicht auch drauf sitzen kann. Das ist ja jetzt ein kleines Modell, die gibt es ja auch ein bisschen größer. Ja. So Und ein bisschen größer wäre vielleicht schön. Und dies wäre vielleicht für eine Person so ideal. Aber verkleinern finde ich einfach... du hast etwas ganz Tolles eben gesagt. Du hast gesagt, man könnte das hier doch zum Schlafen verwenden. Das wäre mein Schlafzimmer mit Bad und allem drum und dran. Und das Haus daneben kann man gerade so lassen, wie es ist. Ja. Das ist nämlich schön hoch. Und dann, siehst du das? Da könnte man dann auch mal mit einem Enkelkind oder 2 wohnen oder übernachten lassen. Wie groß sind die denn, deine Enkel? Von 2 Jahre bis 19. Okay, das heißt, die Kleinen schlafen auch in der Ritze. Ne? Ja, die schlafen in der Ritze. Ja, hier vorne ist so ein kleiner Stuhl. Wenn du dich mal da reinsetzt, sei mal so lieb, dann machen wir mal hier Model. Und, Ich setze mich dazu. ja, genau. Da ist nämlich eine zweite Bank. Das ist ja multifunktionell. So, dass man da sitzt. Das Sitzen, vielleicht wäre ein Stuhl dann doch ganz schön. Ich sitze schon ein bisschen tief hier. Ich habe gehört, die kann man kaufen, so Stühle. Ja, die kann man kaufen. Also, mir fehlt so ein bisschen so die Lehne hier. Okay, Weißt du, so, verstehe. dass man als junger Mensch, denke ich, dem macht das nichts mehr so. Aber wenn man älter wird, dann hat man schon ein bisschen mehr Komfort. Also ganz nach gerne. Kissen vielleicht, wo man sich Ja, so ein bisschen Kissen anlehnen da, kann. Weil das ist Nehmen wir jetzt mit. das ist sehr hart jetzt hier Okay. gerade, wenn ich jetzt. Also länger, glaube ich, ist Sitzen hier nicht so gemütlich. Okay. Da wäre jetzt, den kann man ja hier, könnte man ja hier ranziehen, einen Stuhl, und dass man da gemütlich sitzt. Aber zu dritt kann man gut hier sitzen. Sag mal, wenn man jetzt, ich bin ja Camper, also wir sind jetzt auch gerade im Reisemobil, du auch. Und wenn du ja Camping machst, dann nimmst du ja nicht 5000 Sachen mit, sondern man muss sich ja entscheiden, oder? Man muss sich entscheiden und man nimmt wirklich schon viel weniger mit. Und man kommt auch mit weniger aus. Das große Haus war ja, wir haben ja ein Riesenhaus, muss ich sagen, kam ich wie die Mutter zum Kind, ich auch, ja. Also unten 200, oben 200, kannst du dir vorstellen, dann ein Riesengrundstück. Haben wir halt so bekommen, hat man Glück, muss man auch sagen. Aber ist auch viel mit dem Garten, mit der Keller, all das. Ja. Sag mal, wie viele Sachen würdest du aussortieren zu Hause? Hast du ein paar Sachen? Was für Sachen würde ich aussortieren? Die ganze obere Etage, die wir haben. Die ganze hohe Etage. Die bräuchte man wirklich dann nicht mehr. Und ja, und an Klamotten. Man hat so viel Klamotten in den Schränken und das braucht man auch alles nicht. Wir waren letztes Jahr 6 Wochen in Norwegen mit dem WOMO. Und 6 Wochen? 6 Wochen, ja. Rundreise. Schweden, ja, Dänemark, Schweden, Norwegen. Und man braucht wirklich nicht viel, wenn man da überlegt, was brauchen wir noch. Jetzt überleg mal, du bist ja mit dem WOMO unterwegs. So, und wenn du zurückkommst, willst du ja deinen festen Wohnsitz haben, da wäre doch hier sowas Kleines, wäre doch toll. Ja, es wäre schön, aber ich muss auch sagen, wenn wir nach Hause kommen und waren 6 Wochen im WOMO, dann ist es auch mal wieder schön, Groß. das zu haben. Aber die untere Etage würde reichen bei uns. Sag mal, das Haus kommt denn einem noch größer vor, wenn man nach 6 Wochen, ne? Natürlich, in jedem Falle. Ist riesig dann. So, jetzt das große Fenster hier, gefällt dir das? Ja, absolut. Es muss viel Licht sein. Das ist da oben, das Fenster finde ich auch genial. Hier, das ist genial. Die Lichtverhältnisse sind wunderbar hier. Wenn man im Bett liegen würde hier
Und je nachdem, wie das Haus steht und man hat die Morgensonne, das ist doch ein Traum. Guck mal hier oben, das ist eine Wärmepumpe, die ist schon gleich eingebaut. Hast du gewusst? Aber ich hätte gedacht, das wäre jetzt eine Klimaanlage. Das ist eine Klimaanlage, die kann auch heizen. Das heißt, du kannst das ganze Haus... Mit Solar schon auf dem Dach? Das ist optional, kannst du mit dazu. Die Solarplatten kosten ja nichts mehr, weil, hast du gemerkt draußen? Ja. Die waren ja mal 300, 400 Euro pro Panel, mittlerweile kriegst du die für 50, habe ich gesehen. Ja. Ich finde das wirklich schon, ein Tiny House ist schon schön. Man muss dann wirklich gucken, ich weiß, könnte man sich das denn nach seinen Bedürfnissen auch bauen lassen, dass man irgendwie nebenan das Tiny House da wären mir schon die Stufen viel zu hoch, um da raufzuklettern und dann ist das Bett tief unten. Also das wäre nichts mehr. Man muss ja unterscheiden zwischen diesen hier auf Rädern. Also es hier hat Räder, kannst du mitnehmen. Ja. Das kannst du ziehen mit einem normalen PKW. Das heißt, wenn du keinen Bock mehr hast und du willst, was weiß ich, nach Lindau, dann suchst du dir da ein Grundstück, holst eine Baugenehmigung und dann kannst du... Könnte man das auch so etwas in seinem Garten auch aufstellen? Das ist machbar. Das ist mit der 6 Meter Länge ist es ideal. Hast du gewusst, dass in den USA, ich bin ja Halbamerikaner, wenn die ein großes Haus haben, ziehen die in den Garten? Das ist kein Witz. Und verkaufen oder vermieten das Haus vorne. Ja, super. Das ist auch eine schöne Sache. Und wenn die dann mal in Urlaub fahren, kannst du ja aufpassen aufs Haus. Ja, genau. Sehr schön. Wie viele Kinder hast du? 3. 3? Das ist schon viel Arbeit gewesen, ne? Ja, aber Gott, schön aber auch. Und wenn man sieht, dass die alle auf den Weg gekommen sind und ihren Weg gegangen sind, ist das schon schön. Und 7 Enkelkinder auch. Ich muss sagen, das ist ein ganz, ganz großes Glück, was wir haben, auch in dieser Zeit zu leben, auch hier in Deutschland zu leben. Das ist ein so großes Glück und da kann man jeden Tag dankbar sein, dass wir hier leben dürfen. Egal, was es gibt viele Probleme in der Welt, aber und trotzdem, uns geht es einfach gut hier. Und das darf man nicht vergessen. Da gebe ich dir wirklich recht. Also wir sind doch in einem sehr sicheren Land. Ja, man darf es nicht vergessen, wie gut es uns allen geht. Ja, komm mal mit, wir gucken uns mal die Küche an. Denn da ist jetzt ein Kühlschrank und auch da hast du wahrscheinlich zu Hause einen größeren, oder? Ja, da habe ich, einen Moment, ziehe ich, muss ich mal gucken. Ja, aber etwas kleiner wäre auch nicht gut. Dann lernt man vielleicht mal nicht so viel einzukaufen. Ich kaufe manchmal noch für 5 Personen ein, obwohl wir nur noch zu zweit sind. Und dann schmeißt man manchmal auch was weg und das ärgert uns einfach. Die kommen aber noch auch vorbei, deine Kinder, oder? Ja. Die wohnen hier um die Ecke? Ja, ein Teil wohnt bei uns im Ort und dienstags ist immer großer Tisch bei uns, dann kommen die Enkel auch mittags. Sag mal, was würden denn die Kinder sagen, wenn die Mama sich ein Tiny House kaufen würde? Ich weiß es nicht, was sie sagen würden. Kann ja auch egal sein, weil das wäre deine Entscheidung. Ja, das wäre unsere Entscheidung. Guck mal, hier so auch eine... noch einen lieben Mann, ne? Der müsste ja das auch wollen, so ungefähr. Achso, der ist auch hier, oder? Der hat sich versteckt. Ja. Sag mal, hier, ist das schön hier wunderbar. Mit dem Holz? Wunderbar, die Terrasse ist wunderbar, finde ich ganz toll. Die kriegst du im Moment mit dabei. Ah. Ganz ganz toll. Also, ich zeig das mal, da nebenan ist noch ein Haus. Jetzt gucken wir uns mal das Badezimmer an. Also, dass wir das haben, da vorne ist, sag mal, hier so eine 2-Flammen-Kochplatte hier, induktiv. Ja. Langt das für dich? 3 wäre besser. 3 wäre besser, warum? Ja, die Knödel. Besser, weil ich doch immer 2, 3 Pötte habe auf dem Herd. Also das wäre jetzt ein bisschen klein, aber vielleicht gäbe es das optional. Ja, es gibt einen Trick. Du kannst hier eine 3. Platte optional dazu nehmen, die du rausnimmst. Und das geht wirklich. Die kannst du einfach daneben stellen, kannst du 3 Töpfe machen. Ja, und ich habe ja auch AMC, da gibt es ja auch noch eine zusätzliche Kochplatte, das ginge auch. Du bist ja Profi. Aber das Bad ist super. Wenn du noch mal kurz rauskommst, ich zeig dir mal was. Und jetzt mal die Tür mal zumachst, mach die mal zu. Guck mal hier, der Spiegel. Ja. Ist das gut? Ja, das ist sehr gut. Das wollte ich hier noch mal zeigen, dass man sich einmal komplett sieht. Ja, guck. Hast du auch so einen großen zu Hause? Ja, wir haben auch einen großen. Im Flur haben wir so einen, aber nicht im Wohnraum. Komm, wir gehen mal rein ins Bad und dann gucken wir uns das mal an. Jetzt ist die Frage, brauchst du eine Badewanne? Nein. Nee. Nein, brauche ich nicht. Toilette ist gut, muss sein. Kommt man auch schnell hin. Dusche ist auch ausreichend, braucht man nicht mehr. Braucht man nicht. Da vorne ist ein Boiler drin, der ist extrem gedämmt, sodass das warme Wasser ganz lange hält, wenig Energie braucht. Ja.
Ist auf Strom, aber verbraucht weniger als man denkt. Ja, nur Strom. Wir sind ja autark, ne? Dann irgendwie. Kein Thema. Also das ist nicht so, das ist kein Durchlauferhitzer, sondern ein großer Speicherboiler. Ja. Und der heizt ganz langsam auf. Der braucht ganz wenig Strom. Dann hast du hier eine ganz normale Toilette. Das wäre okay für dich? Wäre vollkommen ausreichend. Sag mal, das mit dem Holzduft, ist das gut? Hier drin. Luft? Hier drin riecht so ein bisschen, wie würdest du das beschreiben, wie das hier duftet? Ja, ein bisschen nach Holz riecht nach es. Holz. Ist es besonderes Holz? Ja, nee, ist kein besonderes Holz. Aber ich sag mal, die Besonderheit bei Holz ist, dass es atmungsaktiv. Das heißt, es nimmt die Feuchtigkeit auf und gibt es auch wieder ab. Und das ist, also gerade dann, wenn du so trockenen Hals hast und so, Dann ist das ist ausgleichend. völlig ausreichend hier. Erinnert an Zwomo, also braucht nicht größer sein. So. Man muss ja nur sitzen hier und kurz So. duschen. Kleiderschrank, sollen wir uns den mal angucken? Ja, Der ist hier vorne? Das wäre hier. Den hast du nicht gesehen, ne? Nein. So, das ist Sicherungskasten dahinter. Ja, dann müsste ich sehr reduzieren, meine Sachen. Ne? Aber wäre ja Du auch. hast ja jetzt auch eins der kleinsten Modelle gewählt hier. Ja, man müsste schon sehr reduzieren, weil wir wären ja zu zweit, mein Mann und ich. Ne? So. Der Mann ist fit? Ja, der ist fit. Topfit, wie ein Turnschuh. Ja, der ist fit. Spielt noch Tennis und alles. Ah, siehst du mal, da hast du zugeschlagen. Komm, wir schauen uns das Haus mal von außen an, dass wir das einmal Ja. kurz sehen. Das haben wir die anderen noch nicht gesehen, du hast es ja schon gesehen. Ja. Ist das außen echtes Holz eigentlich? Ja, das ist echte Fichte, gebrannte Fichte. Das ist der Mann, der will nicht ins Fernsehen, hat er gesagt. Der Ja. möchte nicht ins Fernsehen. Nein, komm mal her. Kannst du doch mal einmal. Du hast aber eine mega Frau, muss ich sagen. Ja, die habe ich jetzt schon fast 50 Jahre. Ne? Also im Mai, ne? 50 Jahre. Wie, habt ihr euch kennengelernt? Oder ist das lange Geschichte? Verheiratet schon. Nee, 50 Jahre sind wir verheiratet. Seit 50 Jahre? Jetzt in diesem Jahr? Ja, goldene Hochzeit. War die schon, oder? Nein, die kommt im Mai. Wird das ein kleines Fest? Nein, diesmal ein großes. Großes Fest, ja. Ja, wollen wir gerne. Ich weiß schon einiges. Ihr habt 3 Enkel, korrekt? Ja. 7 Enkel. 7 Enkel und 3 Kinder. So war es, ja. Was haben wir schon? So, und das Ganze, deine Frau träumt hier von so einem Tiny House. Darf sie träumen? Sie darf träumen, aber jetzt fahren wir ja mit so einem kleinen Tiny House mit Rädern durch die Gegend. Darf ich noch fragen, was ihr fahrt für Wohnmobil? Welches fahrt ihr? Hobby, Ein Hobby. 7,20 Meter auf Ducato-Basis. Und ihr wart schon im Norden, habe ich gehört. In Norwegen, Schweden. Skandinavien. Und dieses Jahr wollen wir nach Schottland. Das ist mega. Schottland haben wir vor kurzem ein Video gedreht bei German Television. Könnt ihr gucken. Ist einer nach Schottland gefahren und war so begeistert von. Es hat nicht geregnet die ganze Zeit. Ist es wahr? Das war. Und ist er wiedergekommen oder ist er geblieben? Er ist wiedergekommen, weil er gesagt hat, das Essen wäre so fürchterlich. Also die haben selber gekocht, da geht's. Aber es ist so, dass das Essen, also wenn man rausgeht, Essen ist nicht so, soll nicht so der Hammer sein. Ist England, ne? Das Frühstück ist. Dieses Kontinentalfrühstück mag ich auch nicht. Deswegen sind wir ja mit eigener Küche unterwegs. Also du kannst weiter träumen. Und ihre Idee wäre nämlich, dieses Haus hier zum Schlafen und das Haus hier zum Wohnen. Ja, ich habe gesagt, kann man das nicht über Eck gleich kaufen? Geht, kann ich dir jetzt schon sagen. Aber hier auf der Messe, du weißt ja immer, Wasser ausstellen ist verkehrt. Ja, das ist ja so. Ist das schön hier auf der Messe Essen eigentlich? Also, Ja, doch. also wir kennen ja die Düsseldorfer, die große, und diese hier, die ist viel interessanter vom Detail her und von den Ausstellern. Das heißt, also hier hast du Technikmöglichkeiten, hier hast du Wohnmobile, Wohnwagen, du hast hier Reisen, also das ist vielseitiger. Ich finde es auch nicht so überlaufen, weißt du? Es ist so, die Düsseldorfer, da kommst du doch in 2 Tagen nie durch. Und hier, wie viele Tage seid ihr denn hier immer? Nur heute. Ein Tag und das reicht Das auch. reicht. Ich bin das allererste Mal hier und ich meide ja Nordrhein-Westfalen normal. Ja, das ist so, wegen Staus. Von wo kommst du, Sven? Aus dem Saarland. Guck mal hier, Saarland-Fernsehen, siehst du? Wir kommen aus Delbrück. Aus Delbrück. Ja, bei Bielefeld, Paderborn. Aber Saarland, ja gut, dann seid ihr ja eigentlich Franzosen, fast. Ne? Ich wohne in Frankreich. Ja, siehst du. Also ich wohne direkt hinter der Grenze und Sprichst auch perfekt Französisch. ja, perfekt nicht, aber fließend. Aber gut, ja. Also was heißt fließend? Also ich kann mich unterhalten, das ist so der. Aber Schottland, ich sag mal so, als ihr dann in Norden wart, 6 Wochen, was war denn so das Schönste, was ihr erlebt habt da? Mitsommernacht. Das war, also das zu erleben ist ein Traum. Also die Sonne geht nicht unter. Ich habe mich um 3 Uhr morgens in den Sonnenuntergang, Aufgang gesetzt, ist ein Traum. Ihr habt aber dieses Leuchtfeuer habt ihr nicht gesehen, ne? Nein, das ist im Winter. Ich glaube im Oktober so rum. Ja, das oder ist noch erst im später. Winter. Also die,
wie heißen die Lichter? Nordlichter. Lichter. Die haben wir nicht. Nee, die siehst du auch nur im Winter und dann musst du schon über dem Polarkreis sein. Also nördlich vom Polarkreis Finnland und gut Norwegen, Schweden siehst du die auch. Ihr wart nicht in Lappland, oder? Nein. Aber Das das, ist so. könnte man ja noch mal machen. Zurzeit ist ein Kumpel von mir, der ist in Lappland. Und ich war schon in Lappland, also mit Motorski und allem drum und dran. Ja. Das ist so, Lappin Kulta nennen die das. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Das ist so. Aber 6 Wochen, jetzt überleg mal, wie seid ihr denn da zurückgekommen? Konntet ihr es, habt ihr geweint oder war Lachen und Weinen ins Auge? Es hat uns so ein bisschen, das Wetter wurde mistig. Ne? Also das heißt, dann haben wir gesagt, na komm, fahren wir jetzt mal nach Hause und gucken, ob noch alles aufeinander steht. So, jetzt kann ich den Trick verraten, wie du kein Tiny House kaufen musst. Ja? Deine Frau hat eben gesagt, wenn wir da 6 Wochen mit dem Camper unterwegs waren, dann ist auch ganz schön, wenn wir wieder ins große Haus kommen. So ist es. Ja. Ist auch schön. Ja. Nein. Hat sie gesagt eben. Ja, ist. Sie kriegt kein Tiny House. Das ist ja jetzt kein großes Haus, sondern das ist dann ja ein kleines Haus. Ein kleines Haus. Ja, vielen Dank, dass ich euch beide mal interviewen durfte. Ja. Du bist so herzlich, muss ich sagen. Du bist so eine, Ja, das ist sie. Ist sie wirklich. ist eine liebevolle Frau. Also die wirklich. Und 50 Jahre, ey, das gibt's doch heute nicht mehr, oder? Aber du bist auch super. Also, Das ist ja mein Job. Was soll ich dich beleidigen vor der Kamera? Ja, das stimmt. Nein, das hat ja auch Freude gemacht. Aber es ist ja, ich sag mal so, das Alter, viele stellen sich vor, ey, jetzt bin ich 65, jetzt geht das Leben zu Ende. Die meisten werden ja durchaus 100, muss man schon sagen. Mein Mann ist immer neugierig für alles, ne? Und das ist schön. Mein großes Charaktereigenschaft. Ich war immer neugierig und bin immer noch neugierig und immer neugierig auf Menschen. Das ist auch für mich wichtig. Ja, also Menschen kennenzulernen und das kannst du auf solchen Reisen sehr, sehr intensiv. Darf ich mal was sagen? Hattest du keine Angst da, dass du da überfallen wirst? Irgendwie? Seid ihr freigestanden da? Ja, ja, auch. Aber sagen wir mal 80% auf Campingplätzen, weil wir dann auch die Infrastruktur genutzt haben. Also, aber wir haben wirklich keine Angst gehabt. Nee, wir haben auch Nein. oft am Strand gestanden. Nein, keine. Und Skandinavien ist auch, finde ich, ein bisschen safe. Also Da wohnt ja auch keiner. Also, ich glaube, ab und zu triffst du ja niemanden, oder? ja, es gibt Stellen, da bist du allein. Stechmücken gab es ja auch. Nee, haben wir nicht. Nein, wir haben Glück gehabt. Nicht. Und dann gibt es ja den Brenner. Kennst du den? Nee, erzähl. Den kenne ich, ja, den kenne ich, ja. Dann hältst du hier drauf und dann wird es heiß. Dann denkst du, hoffentlich geht es jetzt Und da zu wird das Ende. Eiweiß, was einen Stich verursacht, wird dann weggebrannt. Und dann juckt's nicht. Das kennt meine Tochter. Die ist ja. Du hast jetzt hier schon bald 30 Minuten. Ja, aber das kann noch länger sein, weil die spannendsten Geschichten erzählt nämlich das Leben und nicht hier der Tiny House Verkäufer. Ist ja auch nett gewesen zu dir. Ja, er ist auch ein ganz netter. Ne? Ja, das ist auch. Ja. Die werden in Polen gebaut. Was denkst du, ist die gut, die Qualität in Polen? Das weiß ich nicht. Was du jetzt so angefasst hast? Also Miele baut demnächst ihre Qualitätswaschmaschinen wo wohl? Polen. Ja. Aber weißt du, wo der aktuelle VW-Bus gebaut wird, T6.1? Auch in Polen. Polen. Weißt du, wo der aktuelle Ducato gebaut wird? In Polen. Polen, genau. Neues Ducato-Werk. Also das ist wirklich, also die Handwerker dort sind richtig spitze. Also ich war schon da, habe gedreht bei Affinity. Ja. Also habe in einem Tiny House-Werk gedreht. Das Einzige, was die haben etwas weniger Maschinen, weil die viel mehr Leute haben. Ja, und haben günstigere Lohnkosten. Ne? Das ist ja das Entscheidende offensichtlich. Die meisten haben 3 Jobs, weißt du das in Polen? Die gehen auch aufs Feld noch und sind sehr... So wie in Amerika, ne? Da ist es auch so. 3 Jobs, abends packst du noch irgendwie Zeug ein im Kaufhaus und Supermarkt. Du bist schon Rentner? Nee, noch nicht, oder? danke. Ja. Siehst du gut aus. Deswegen. Ich werde dieses Jahr, lass mal überlegen, werde ich noch 75, ne? Ja, genau. Sehr schön. Ja, ich bedanke mich bei euch beiden. Ich zeige euch mal gerade zusammen, dass wir euch mal sehen. Ich muss noch einmal, weil also ich lasse euch jetzt mal gehen und das Ganze findet ihr, wenn ihr mal guckt, auf German Television in Google eingeben. German Television. Kannst du auch gerne hinten von meinem Rücken gleich ein Foto machen. Und ich bedanke mich, weil danke auch dir und ich wünsche allen Enkeln, die das sehen, Nimm wir denen das doch zeigen. ja, ich denke, die sehen das automatisch. Die müssen gar nichts viel machen, ja. Aber das hat wirklich, also großes Lob an die Messe Essen. Also wenn ihr begeistert seid und ihr seid hergekommen, ihr seid ja nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln gekommen, Leute. Wir haben 2017 hier unser Wohnmobil gekauft. Genau.
Hier, in deswegen Essen. kommen wir auch immer gerne Kommen wir wieder gerne hier hin. Und ich muss sagen, ich habe noch kein Wohnmobil gesehen, was ich jetzt tauschen würde, wo ich sagen würde, boah, das ist jetzt so toll. Aber ihr habt das wann? 2017. 2017. Da war das ja noch richtig günstig damals. Ja, Genau, ja. genau. Hast du die Preise heute gesehen? Ja, Ja. ja ich habe Es gedacht, ist, ein Kastenwagen für 82.000. Ich sage, gibt's Und wir doch haben nicht. wirklich ein schönes Darf ich noch fragen, was habt ihr damals bezahlt? 50? 67 oder? 67, aber dann schon volle Hütte, Da oder? war Voll mit alles voll. Alles drin und Kupplung hinten dran und so weiter. Solar drauf. So, ich lasse euch jetzt mal gehen. Ich frage ihn mal, nämlich die Leute wollen jetzt wissen, was es kostet. Das ist nämlich das Gemeine, weil die meisten denken, Preis, also das da kostet 77 mit der Veranda, Dieses hier, das große, ja. große 7. So, und das kleine kostet, da ist ein Preisschild, lass mal gucken hier, das kostet 53. Ja, also es, das ist wie ein großes Wohnmobil. Ja, aber du musst ja heute sehen, was kriegt man heute schon für 120.000 Euro, nicht mehr so viel. Ja, Aber ihr seid glücklich, oder? ja, ja, ja. Wir haben ein schönes Wohnmobil, wir haben auch noch ein schönes Haus Ja. und da können wir dann demnächst auch gepflegt werden im Haus, wenn es denn sein muss. Naja, so mal in 20 Jahren. Ja, das wäre fein. Tschüss euch beiden, gell? Ja, jetzt Ciao. ein Foto machen von deinem. Ja, mach hier vom Rücken, kannst ein Foto machen. So, jetzt haben wir ja, hat ein bisschen länger gedauert, tut mir leid, aber ich fand das mal interessant, wie die Leute reagieren auf die Tiny Häuser. Ja, Kundenfeedback ist extrem wertvoll. Ja? Also wir haben von dem Haus hier haben wir ein eigenes Video gemacht, du bist mein Zeuge. Ich bin ein Zeuge und die Dame auch. Ja, der hat ein eigenes Video gemacht, also das ist ein großes Haus, da waren die Leute drin. Das ist jetzt mit dem Schlafbereich ganz oben und genau, Schlafbereich hier mit so Kojen hier oben drüber und das hier mit dem eigenen, Länge hier von dem Haus, was das? 6 Meter. 6 Meter. Genau, das ist halt für den Rental-Bereich. Das ist ja wie ein Wohnwagen, 6 Meter. Es ist wie ein Wohnwagen. Nur ein Wohnwagen hat wahrscheinlich kein Dachfenster. So in dem Sinne wie. So, dann komm mal mit. Und dann guckt man das Ganze mal von außen. Das Ganze steht auf dem Fahrgestell, hat einen Stahlunterbau, Genau, Vlemix-Trailer verzinkt. verzinkt. So, und hat komplett alles hinten aus Holz. Ist das pflegeleicht? Das muss man gar nicht mehr pflegen, weil das gebrannte Fichte ist. Das ist speziell behandelt, das ist eine japanische Technik. Und Gar nicht. Das muss man nicht mehr nachbearbeiten. Das Also. verwittert natürlich und behält die schöne Optik bei. Ja. So, gehen wir einmal drum rum, dass wir das sehen. Das ist dein Bruder. Hi. Und ich kann ihn einfach ziehen, 3,5 Tonnen. Das heißt, ich nehme einen großen SUV, der das Ja, darf. lieber an die Iveco, weil der die Windlast noch schön wegnimmt vorne. Ist ein bisschen sicherer dann noch. Iveco Daily, oder? Ja, so einen hohen mit Aufbau am besten. Okay, das heißt, ihr bringt die aber vorbei auf Wunsch, oder? Wir bringen natürlich, stellen das auf, da muss sich der Kunde um nichts kümmern. Und er muss nicht einrichten, ne, weil alles schon eingerichtet ist. So, und das ist das Haus von der Seite und von hinten. Es ist sogar noch schön. Ist das hier hinten Alu oder was hast du hier? Das ist Aluminium, Blechfassade, genau. Oh, das heißt, es ist ein bisschen gebaut für die Ewigkeit. Das ganze Dach ist aus Alu. Genau. Da kannst du Solar drauf machen? Da kann noch eine PV-Anlage rein und ja, dann steht das komplett autark. So, und das Ganze, ja, wenn wir jetzt mal gucken, wir gehen noch mal kurz zurück, dann filmen wir noch mal dein Logo ab. Und ja, sie werden gebaut in Polen. Zurzeit seid ihr lieferfähig. Über 40 im Bestand, also Lieferung innerhalb von 2 Wochen möglich. Das ist, ich glaube, hat kein Hersteller aktuell so viele Häuser. So, da vorne ist nämlich, warte mal, da ist das Prospekt, da können wir es gerade mal abfilmen. Das ist der QR-Code ac-tinyhouse.de. Wir sind auf der Messe Essen. Heute ist der 29. Februar 2024 und ich danke dir recht herzlich für die Zeit. Du hast eben noch gesagt, eigentlich bin ich nicht in the mood, heute zu filmen, hast aber gut gemacht. Danke. Tschüss.